Valiant und ich möchte heute zusammen mit euch einmal auf den Constraint Builder von Salesforce schauen, der es uns ermöglicht, komplexe Produktkonfigurationen mit noch mehr Tiefe als zuvor abzubilden. Aber was ist eigentlich der neue Constraint Builder? Der neue Constraint Builder ist die neue Konfigurationsengine von Salesforce. Wir arbeiten also nicht mehr mit Regeln wie zuvor, sondern eben mit Constraints in diesem Constraint Builder. Zum einen mit der Constraint Model Language von Salesforce, aber eben auch mittlerweile mit einem visuellen Builder, den es jetzt seit dem letzten Release gibt, der es eben auch Business-Usern ermöglicht, Produkte zu konfigurieren und eben selber Regeln für die Produkte zu modellieren. Und das Ganze ist eben, wie gesagt, auch seit dem Wochenende für euch verfügbar. Und bevor wir jetzt gleich einmal rüber in die Demo springen, würde ich ganz gerne einmal noch darauf schauen, warum der Constraint Builder eigentlich so ein Gamechanger ist. Was den Constraint Builder besonders macht, dass er auf der sogenannten, wie gesagt, Constraint Engine basiert von Salesforce. Das heißt, anstatt dass wir wirklich ganz viele einzelne If-When-Regeln aufsetzen müssen, die ja wirklich auch sehr schwierig zu warten und zu maintainen sind, ist eben jetzt alles ganz klar und ganz kompakt im Constraint Builder zusammengefasst. Das heißt also, dass wir, wenn wir komplexe Produkte haben, die nicht nur schneller, sondern auch sicherer konfigurieren können. Und das ist gerade auch bei ganz großen Transaktionen, mit vielen Variationen, beispielsweise, wenn wir uns einmal einen Maschinenbauer vorstellen mit sehr komplexen Produkten, vielen Einzelteilen, was dahinter steht, aber eben auch Bundles oder sehr modularer Software. Da bringt das eben einen sehr großen Vorteil. Und genauso ist es auch für die Nutzer am Ende ein großer Vorteil und ein großer Schritt nach vorne. Die Konfiguration reagiert eben intelligent, gibt direkt eine Rückmeldung und führt eben durch den Prozess der Angebotskonfiguration dann ganz klar mit ganz klaren Regeln, aber eben auch mit weniger technischer Komplexität. Also ganz kurz, weniger technischer Aufwand in der Modellierung, bessere Skalierung und am Ende auch schnellere, validere Angebote. Und wie das Ganze in der Praxis aussieht, würde ich sagen, schauen wir uns jetzt einfach mal direkt an. Was sich nicht geändert hat, ist natürlich hier unser allbekannter Angebotskonfigurator. Wir sind jetzt hier bei der Firma Zentric, ein SaaS-Unternehmen, was aber früher auch On-Premise-Software verkauft hat und auch einige Hardware-Produkte hat, die sie anbieten, darunter eben auch zum Beispiel hier eben dieses Laptop-Bundle, wo wir auch Antivirus mit dazu haben. Und wir gehen jetzt einmal in die Konfiguration von diesem Laptop rein, um zu sehen, sozusagen um den Constraint Builder auch mal in Action zu sehen. Wenn wir beispielsweise jetzt hier für den Display, ihr seht, wir haben verschiedene Größen für den Screen selber und die Auflösung des Bildschirms. Und wenn wir jetzt hier eine höhere Auflösung wählen, dann seht ihr, dass die Größe auch automatisch des Bildschirms auf 27 Inch springt. Wenn ich jetzt sage, ich möchte aber nur einen 15 Inch Screen, dann bekomme ich hier auch direkt eine Rückmeldung vom System von Salesforce, dass eine höhere Auflösung am besten auch einen größeren Screen mit sich bringt, damit Kunden auch wirklich das Erlebnis des Laptops leben können. Und deswegen wechseln wir jetzt hier eben auch wieder auf die 27 Inch zurück und merken dann direkt auch, die Fehlermeldung geht weg. Ja, andersrum auch, wir haben natürlich auch Grafikkarten, Speicher, Arbeitsspeicher, einen Prozessor, den wir auswählen können und auch der Speicher auf der Harddrive für den Laptop. Und wie gesagt, wir können eben diese Konfiguration im Constraint Builder hinterlegen und das reagiert am Ende wirklich in Echtzeit, was es den Usern wirklich einfacher macht, so ein Angebot zu konfigurieren. Wenn ich jetzt hier beispielsweise den Prozessor erhöhe von einem i5 auf einen Intel Core i9 Prozessor, dann sehen wir, dass sich gleichzeitig auch der Arbeitsspeicher direkt erhöht hat und auf 64 GB gesetzt wurde und gleichzeitig auch der Speicher von 256 GB auf eine 1 Terabyte Harddrive erhöht wurde. Es hilft also insbesondere unseren Sellern, einfach schneller zu einem validen Angebot zu kommen, das dann an den Kunden rausgeschickt werden kann.
Und insbesondere ist das eben sehr spannend, wenn wir einen gewissen Komplexitätsgrad erreicht haben. Und ja, jetzt habt ihr gesehen, wie das Ganze so im Frontend aussieht, aber natürlich wollen wir auch mal einen kurzen Blick unter die Haube werfen sozusagen und schauen uns das Ganze vielleicht einfach mal wirklich im Constraint Builder an. Das, was wir jetzt gerade gesehen haben und auf dem Angebot konfiguriert haben, sehen wir also hier im visuellen Bilder, ne, mit verschiedenen Regeln, die wir festgelegt haben für unser Basic Bundle beispielsweise, ne? Was wir auch haben, gerade wir haben es gesehen beim Laptop, haben wir gesehen eben genau diese Konfigurationen, die wir gesetzt haben im Hintergrund. Also der Constraint Builder macht es eben möglich, mit dem visuellen auch für ja, die Business-User relativ simpel Regeln für Produkte anzulegen und eben nicht wieder zigtausende If-When-Regeln, sondern wirklich alles ganz zentral in diesen Constraints. Aber natürlich auch, wenn wir sagen, hey, wir wollen da noch tiefer gehen und noch komplexere Regeln aufsetzen, haben wir natürlich die Möglichkeit, nicht nur visuell zu arbeiten, sondern visuellen Bilder zu arbeiten, sondern eben auch die Constraint Model Language von Salesforce zu nutzen. Das sieht dann also so aus. Und ihr seht, hier haben wir verschiedene Regeln nochmal hinterlegt. Beispielsweise sehen wir hier auch noch eine Regel, dass wir auf das Bundle derzeit nicht mehr als 5% Discount geben können. Wir haben also wirklich alles ganz kompakt hier in einer Constraint sozusagen drin und müssen uns nicht mehr durch zigtausende verschiedene Regeln, die wir vorher mal angelegt haben, klicken. Im Zweifelsfall vielleicht sogar noch jemand, der vor unserer Zeit da gewesen ist und man erstmal Tage verbringen muss, um zu verstehen, was für Regeln haben wir hier eigentlich angelegt. Das heißt also, genau die Themen, die wir vorher im Angebotskonfigurator gesehen haben, die sehen wir jetzt hier auf der Rückseite eben im Constraint Builder. Und ich würde sagen, wir haben hier den Discount, das probieren wir auch gerade noch einmal aus. Wir sehen jetzt also hier auf dem Angebot unseren Laptop Basic Bundle. Und wenn ich jetzt mal probiere, wir hatten ja gesagt, wir dürfen, wenn ich jetzt hier versuche, einen Discount zu geben, wir hatten ja gesagt, es dürfen nur 5% Discount sein. Wenn ich jetzt hier 10% Discount geben möchte und das speicher, dann seht ihr, bekomme ich gleich auch direkt eine Fehlermeldung vom System, dass ich eben nur maximal 5% an Discount geben darf im Moment. Und natürlich auch hier die Fehlernachricht, die wir entsprechend vorher im Backend konfiguriert haben. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Der neue Constraint Builder von Salesforce, der ermöglicht es uns einfach, zum einen schneller und auch im Hintergrund einer höheren Schnelligkeit der Transaktion durchaus sehr komplexe Produktregeln und Constraints zu bauen an einer zentralen Stelle. Und diese Constraints sind auch langfristig viel, viel einfacher zu warten und bedeuten keine großen Aufwände mehr für Teams oder ermöglichen es eben sogar Business-Usern in der visuellen Komponente einfach Logiken für Produkte anzulegen. Und wenn auch ihr eure Produktkonfiguration aufs nächste Level bringen wollt, dann meldet euch bei uns. Danke.